wo es halt wirklich nur um K-Pop geht und sich wirklich darauf zu 99% fokussiert wird, eben in dieser Szene, in dieser Branche, Tage zu schaffen, die halt unvergesslich sind. Stell dich nochmal bitte kurz vor. Jo, hi. Ich bin Kurt, Gründer und Geschäftsführer von Kato Dance Studio in Dresden. Seit 2019 habe ich das Tanzstudio und seitdem ist auch K-Pop ein ganz großer Teil in meinem Leben geworden. Wir versuchen alle zusammen zu trommeln, bieten coole Workshops an und holen Leute aus der Community rein, um da quasi einen Tag für die zu schaffen, um sich halt einfach untereinander noch mehr zu connecten. Ne? Und die eigentliche Intention vom K-Pop Day, die sich dann so ein bisschen rausgestellt hat nach dem ersten Big K-Pop Day, war gewesen, dass der Moment war dann so bei mir, krass, du hast jetzt ein K-Pop-Event auf die Beine gestellt, was Anklang gefunden hat in der Community, was grundlegend sehr gut war. Und dann habe ich so überlegt, es gibt so viele Anime, Cosplay-Messen und Manga und alles drumherum. Und die bieten jetzt auch langsam K-Pop an. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll, weil Anime, Manga hat jetzt nie so unbedingt was mit K-Pop so im entferntesten Sinne zu tun. Und jeden seins, ne? No front. Ne? Ich meine, ich würde das als Businessman wahrscheinlich dann auch machen, wenn ich schon seit 10 Jahren eine Manga- und Anime-Cosplay-Messe habe oder seit 5 Jahren, egal. Irgendwann dann nochmal K-Pop mit einzuführen, weil die Zielgruppe-Überschneidung ist ja schon da. Ne? Dass man dann sagt, komm, man bietet halt noch K-Pop an. Ich finde aber, dass die Community in ganz Deutschland verdient hat, eben halt nur einen ganzen Tag für sich oder Tage jetzt ebenfalls zu haben, wo es halt wirklich nur um K-Pop geht und sich wirklich darauf zu 99% fokussiert wird, eben in dieser Szene, in dieser Branche, Tage zu schaffen, die halt unvergesslich sind. War erstmal bei uns im Tanzstudio gewesen und wir hatten so 200 Leute da gehabt. Und wir haben wirklich alles selber gemacht. Wir haben von unseren eigenen Teachern spezielle Workshops gegeben, wir haben spezielle Talkthemen gegeben, wir haben Essen selber gemacht, war aber ein sehr guter Erfolg. Ich habe viel gelernt als Veranstalter, das war auch meine erste größere Veranstaltung, die ich geplant habe. Und das zweite Jahr dann darauf haben wir es eben schon größer gemacht. Wir haben es eben nicht mehr in unserem Tanzstudio gemacht, sondern halt in einer größeren Location, wo wir halt noch mehr Leute reinbekommen konnten, eine größere überhaupt mal eine Bühne hatten dann. Wir haben mehr Leute reingeholt aus Deutschland, die bei uns Auftritte gemacht haben, wo wir eben der Dresdner, der Sachsen-Community eben diese Leute mal herholen konnten. War auch eine erfolgreiche Veranstaltung im Sinne von den Zuschauerzahlen. Also die wurden quasi verdoppelt, was schon mal ein sehr guter Erfolg ist. Ist natürlich im Bereich Veranstaltung jetzt von 200 oder 400 Leute jetzt noch relativ klein, sage ich mal. Wir machen es dieses Jahr nicht nur an einem Tag, sondern eben an 2 Tagen. Ich habe eine deutlich größere Location angemietet, viel mehr Vorteile bietet und viel mehr Leute eben also aus der Community eben reinholen kann in das Ganze. Und natürlich jetzt auch noch ein paar Leute eingeladen haben, wie Kiso, ne, ein ehemaliges Mitglied von 24K. Also ein Mensch, der schon sehr viel geschafft hat in der K-Pop-Industrie, der ein super lieber Typ ist, den lassen wir aus Korea einfliegen. Oder wir haben uns J. Kim eingeladen. Er ist natürlich sehr aktiv jetzt in seiner Tänzerphase, was ich auch sehr schön finde, nachdem es lange Zeit um ihn ruhig war, dass er jetzt sehr oft reist und eben halt seine Programme anbietet. Wir haben einen großen Contest mit dabei, also muss man auch wirklich sagen, einen großen Contest mit über 150 Tänzern, also das machen manche wirklich dann an einem Tag halt so einen Contest veranstalten. Wir machen das halt klar auf 2 Tage strukturiert, aber halt immer zu gewissen Zeitblöcken und haben trotzdem noch dieses Rahmenprogramm mit drin. Wir bieten allen die Möglichkeit, dieses Jahr an einem Fan-Meeting dran teilzunehmen und was ich noch wichtiger finde, Insights von den Artists zu bekommen, ne? Wo man sagt, komm, man kriegt da vielleicht noch ein paar mehr Einblicke in die Szene rein, die man vielleicht gar nicht so normal bekommt. Und das finde ich schon, das macht so das besonders, gerade für diesen Tag, um halt einfach mehr diese Nähe, mehr dieses Verständnis für diese K-Pop-Community mitzubekommen. Genau. Dafür ist der Big K-Pop Day da.
Also, zu sagen ist, dass wir eine urbane Tanzschule sind. Bedeutet, wir bieten viele Tanzarten in dem urbanen Bereich an. Wer sich darunter jetzt wenig vorstellen kann, das sind so Tanzarten wie Hip-Hop, logischerweise ganz klassisch. Wir haben Twerk-Dance, wir haben Shuffle, wir haben Heels-Dance, wir haben auch Kids-Dance, logischerweise für die ganz Kleinen, so mit kindlicher Früherziehung. Und so Contemporary, aber ein bisschen so auch moderner, urbaner gemacht und eben halt K-Pop. Ne? Und jetzt ganz neu Waacking haben wir das noch mit dabei gehabt. K-Pop macht schon einen großen Teil bei uns aus, auf alle Fälle. Viele sagen immer so, dass das K in Kato steht für K-Pop. Das sagt schon einiges dann noch so über das Studio aus. Wir sind aber keine reine K-Pop-Tanzschule. Also K-Pop macht schon ungefähr, wenn man es jetzt mal so in Zahlen ausdrücken würde, ungefähr so 25% aus von dem, was reinkommt. Und wird auch in Zukunft, denke ich, ein großer Bestandteil mit bleiben. Wovon wir aber auch schon so versuchen, ein bisschen wegzukommen, dass wir mehr auf diesen K-Choreo-Style gehen, dass wir sagen, zu K-Pop-Liedern eigene Choreografien eben zu entwickeln. Dafür gibt es dann halt das Kato, die Teacher, ne, weil wir den Leuten dann halt eben wirklich Stück für Stück beibringen, wie die Choreo funktioniert, wie der Vibe der Choreo ist, wie das Feeling ist. Wir achten natürlich als Trainer sehr auf die Details, die wir dann den Schülern halt beibringen, was man manchmal halt wirklich übersieht teilweise. Wenn wir es rausfinden können, sagen wir auch den Choreografen immer, das wäre jetzt halt unser Education-Moment dann, wo wir sagen, okay, der hat das choreografiert. Und im Endeffekt kommt dann nach einer gewissen Zeit, je nachdem wie die Leute dann halt auch lernen, halt dann immer als Abschluss auch mal nochmal ein Class-Video zustande, wo wir dann jede Person, jede Gruppe auch abfilmen professionell und dann auch sagen, ey, yo, hier hast du das halt als Andenken, ne? Da hast du deine Choreo, wo du jetzt 4-6 Wochen dafür geübt hast. Die Leute nehmen das sehr gut an, die sind dankbar, ne? Und kommen auch jede Woche fleißig, sind motiviert, sind sehr aktiv, kommen zu unseren Events, supporten alles und ja. Also erstmal kam der Drang daraus, ein eigenes Tanzstudio zu machen. Erstens der Bock. Ich glaube, jeder Tänzer hat so den inneren Wunsch und das innere Bedürfnis, irgendwann mal so eine eigene Tanzschule zu haben, irgendwie nur noch davon zu leben. Es ist ein sehr schwerer Schritt auf alle Fälle, weil du brauchst bei einer Tanzschule schon viel Platz. Und dann kommt immer noch mit dazu, dass Tanzschulen nicht so gerne gesehen sind bei Gewerben, weil die sind laut, dass man eine gute Erreichbarkeit hat für viele Personen, dass die Verkehrsanbindung so gut ist, dass auch Leute von außerhalb der Stadt halt kommen können. Nach langer Suche habe ich dann in Dresden was gefunden, was sehr zentral ist. Und wir haben jetzt aktuell in Dresden 2 Tanzstudios. Also es ist jetzt nicht nur das eine geblieben, sondern wir sind jetzt mittlerweile schon bei 2 Tanzstudios. Wir hatten auch 10 Monate zu insgesamt. Das war eine sehr unschöne Zeit und ich bin froh, dass wir die wenigen Member, die wir damals hatten, dass die treu zu uns waren, dass die weiterhin Beiträge bezahlt haben. Wir haben dafür auch Online-Classes angeboten. Wir haben sehr viele Insights zum Thema Tanzen gegeben im Studio. Und was Tanz bedeutet, haben wir jede Menge Interviews gemacht und haben halt versucht, die Leute, unsere Member, dann von zu Hause aus auch zu motivieren, dass sie halt auch am Ball bleiben mit dem Ganzen. Ne? Da haben wir auf jeden Fall sehr viel Input den Leuten geben können, haben da wirklich auch so eine ganz kleine, coole Community zusammenbauen können. Einige Videos sind auch noch bei YouTube, müssen wir mal gucken, welche noch online sind, so. Aber einige sind es noch. Wo findet man euch denn auf YouTube? Einfach Kato Dance Studio eingeben. Nichtsdestotrotz haben wir halt diese Corona-Pandemie sehr gut überstanden, nach der Zeit. Und 2023, also wirklich 4 Jahre später, war wirklich das erste Jahr, wo wir durchgehend auf hatten. Sonst waren wir immer wieder betroffen von den Schließungen und bla und Gedöns. Und ja, 2023 war wirklich das erste Jahr, ey yo, jetzt geht's los, jetzt haben wir auf, jetzt können wir wirklich wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass irgendwas kommt, sondern wir können endlich das machen, wofür ich 2019 angetreten bin, eine geile Tanzschule aufzubauen, eine geile Community, einen Ort in Dresden zu schaffen, der für viele eine große Bedeutung hat. Ja. Wow. Mein Way war, dass ich war Tänzer vorher und habe mir quasi das alles, was ich kann, selber beigebracht. Dann war ich mal ganz kurz in der Tanzschule gewesen, war okay, da habe ich meine ersten Schritte gelernt, bin zum Breakdance gekommen und
ja, so kam das dann Stück für Stück, dass ich mich selber educated habe. Ich habe dann eine Gruppe, eine Crew gefunden in Dresden, die mir sehr viel geholfen hat. Die Trainerin, da bin ich immer noch sehr dankbar, also danke Elli, falls du das sehen solltest. Sie hatte sehr viel Geduld mit uns Jungs gehabt. Sie hat uns wirklich von Grund auf wirklich aufgebaut mit Basic Steps, Hip-Hop-Schritten, Mindset, Körpergefühl, erste größere Auftritte, erste Wettkämpfe. Irgendwann kam das dann halt so, dass ich meine eigene Crew hatte. Geht er dann so seinen eigenen Weg und wir sind dann eher so, haben uns auf Battles fokussiert. Also wir haben dann keine Choreos einstudiert, sondern wir haben wirklich an unserer tänzerischen Qualität geübt und trainiert und sind dann halt eben in ganz Deutschland auf Battles gefahren und haben halt an Battles teilgenommen. Und wie jeder in der K-Pop-Szene weiß, 2016 war ja so quasi der Durchbruch in der Szene, wo Psy mit Gangnam Style quasi das zurück nach Europa gebracht hat. Und da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen damit, weil Schülerinnen von mir dann gefragt haben nach dem Unterricht, jo Kurt, wie sieht's denn aus, kann ich noch mal einen kurzen Lied anspielen? Und diese Fragen, die kamen immer öfter und immer mehr von unterschiedlichen Personen aus meinen Classes, die ich hatte. Und irgendwann habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt und es ging dann so über die Jahre hinweg, bis ich dann eben gesagt habe, irgendwann mal, wenn ich mein eigenes Tanzstudio eröffne, was dann im September 2019 eben war, biete doch einfach mal einen K-Pop-Kurs in Dresden an. Also meine erste Choreo, die ich unterrichtet habe in meinem Tanzstudio, war von NCT, Simon Says. Die haben dann ein paar Vorschläge gemacht und ich dachte mir so, jo, das Simon Says, das klingt voll geil, das holt mich ein bisschen ab, ne? Es ist melodisch, hat so ein bisschen so ein sehr energetisches Lied, so ein bisschen minimal Bad Vibe, sage ich mal so, und das mag ich schon sehr gerade. Also richtige Faves habe ich nicht an Boygroups, so. Ich mag so vereinzelte Künstler. Ganz weit oben BI, Hanbin, ja. Ich fand so BI von seinen Aussagen, ich meine, er hat auch viel durchgemacht in seinem Leben, ist da auch immer wieder aufgestanden und ich finde halt so Personen, die so Stehaufmännchen sind, die sich aus Situationen, die schwierig sind, wieder herauskämpfen, sehr interessant und das motiviert mich halt auch immer. Und er war halt immer der halt auch der Hip-Hopper war in der Icon-Zeit, neben Bobby noch mit und so. Und immerhin noch eine Klasse in meinem Studio, die ich selber gebe. Immerhin, ja, da bin ich selber noch stolz drauf. Und das ist meine K-Pop-Class, die ich jetzt eigentlich seit 5 Jahren auch gebe. Also seit Anfang an. Auch immer zur selben Zeit, also da ist wirklich schon so eine richtige Routine drin. Ne? Das ist super schön zu sehen. Auch einige Leute sind wirklich schon von Anfang an mit dabei. Aktuell machen wir, von 10 Nightwalker. Ja, also wer es kennt, auch wieder eine sehr düstere, sehr darke Choreo, Badass-Vibe. Wann findet denn die Class statt, über die wir schon die ganze Zeit reden? Ja, jeden Mittwoch 17:15 Uhr im Kedo Dance Studio in Dresden. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt und ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Eindrücke geben in die Tanzstudio-Szene, in die Tänzer-Szene, in die Teacher-Szene und eben in die Veranstaltungsszene in dem Big K-Pop Day. Danke auch von K-Popper-Seite fürs Zuschauen. Danke dir, Kurt, für deine Zeit. War sehr interessant für mich, ich hoffe auch für euch. So viel über dich als Person, über K-Pop in Dresden, über Kato und den K-Pop Day zu erfahren. Und nutzt definitiv die Gelegenheit, wenn ihr aus der Gegend kommt, schaut bei Kurt vorbei, bei Kato Dance Studio. Hoffentlich klappt es, habt ihr auch Zeit am Big K-Pop Day, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Und vielleicht schaffen wir es von K-Popper auch mal mit dabei zu sein und vom Event oder vom Studio zu berichten. Ja, mega gerne, ich würde mich freuen. Wir veranstalten dieses Jahr wieder unseren Big K-Pop Day am 29. und 30.06. in Dresden. Der Big K-Pop Day ist Sachsens größtes Big K-Pop Day Event, das es ever gibt. Alter, okay, nochmal.